Dieses Schweißgerät hat nur eine Aufgabe, dir das Schweißen so einfach wie möglich zu machen. Die meisten Mic-Mac-Schweißgeräte bieten heute unglaubliche Möglichkeiten, sind aber auch unglaublich komplex. Und dann sagen viele, da habe ich einfach keine Lust zu. Ich möchte ein ganz einfaches Schweißgerät, was ich wirklich ganz einfach bedienen kann, mit dem ich mein Auto schweißen kann, mit dem ich kleine Reparaturen durchführen kann, mit dem ich kleine Projekte zusammenschweißen kann. Nebenbei soll das Gerät natürlich auch noch bezahlbar sein. Und da ist eine MIG 160 natürlich absolut perfekt. Das ist eins der meistverkauften Einsteigerschweißgeräte Europas, wenn nicht sogar das meistverkaufte Einsteigerschweißgerät. Und dieses Gerät hat eine Aufgabe, es möchte uns das Schweißen so einfach wie möglich machen und das probieren wir heute natürlich aus. Eine MIG 160 gibt es schon seit mehreren Jahren. Das ist jetzt die neueste Version, habe ich gerade ausgepackt und so der erste Eindruck ist wirklich gut. Das sieht richtig sauber und ordentlich verarbeitet aus. Das Gerät ist leicht und kompakt, wiegt ungefähr so 6 Kilo, hat einen temperaturgesteuerten Lüfter, also steht hier wirklich schön ruhig und leise und das kann wirklich jeder einstellen. Das heißt, ich brauche im Prinzip nur auswählen, was ich machen will. Mic-Mac-Schweißen, Fülldrahtschweißen, Elektrodenschweißen, Lift-Tick-Schweißen, also eine einfache Wick-Funktion hat das Gerät auch. Dann wähle ich mir meinen Drahtdurchmesser und dann kann ich hier einfach die Leistung einstellen. Das Gerät geht bis zu 20 Ampere runter. Das heißt, ist auch perfekt, um Dünnblech zum Beispiel am Kfz zu schweißen. Und da ich weiß, wie viele von euch sich für das Dünnblechschweißen interessieren, fangen wir da ganz einfach mal mit an. Wenn ich jetzt zum Beispiel an meinem Kfz schweißen möchte, ich möchte das Ganze mit Schutzgas machen, stelle ich einfach auf Mic-Mac schweißen. Ich wähle den 0,6 mm Draht aus, der ist wirklich perfekt zum Dünnblechschweißen. Jetzt muss ich mein Gerät nur noch rüsten. Dafür nehme ich einen 0,6 mm SG2 Draht und ich muss darauf achten natürlich, dass hier in der Drahtvorschubeinheit die richtige Rolle mit der richtigen Nut eingesetzt ist. Das ist bei vielen Herstellern ein Problem, weil man nur eine Rolle dabei hat. Wenn man nicht die richtige Nut hat, dann muss man erstmal was umständlich nachbestellen. Hier sind schon mal alle Rollen mit allen Nuten, mit allem, was ich mit dem Gerät schweißen kann, dabei. Und jetzt habe ich auch gleich zwei spannende Funktionen. Wenn man hier reinguckt, dann sieht man so ein Licht. Das kann ich auch ganz einfach ausschalten, weil hier ist ein Taster, wenn die Klappe zugeht. Das heißt, ich habe eine beleuchtete Drahtvorschubeinheit. Dadurch sehe ich deutlich besser, was ich hier mache, dass hier wirklich alles vernünftig eingefädelt ist. Dann kann ich die Drahtvorschubeinheit zumachen. Jetzt habe ich hier keinen extra Knopf, mit dem ich den Draht einfädeln kann. Dafür drücke ich hier den Brenner-Taster. Und jetzt läuft es erst ganz langsam und wenn das Gerät merkt, der will gar nicht schweißen, der will nur einen Draht einfädeln, dann gibt es richtig Gas. Schutzgas anschließen. Gerät hat natürlich eine Schnellkupplung. Es ist ein Schlauch im Lieferumfang und dann ganz normal eine Gasflasche anschließen. Das ist 8218, also Mischgas. Das ist perfekt, um Stahl zu schweißen. Und selbst die Schnellkupplung, die an den Druckminderer rankommt, ich habe da eine andere dran, aber selbst so eine ist im Lieferumfang. Und jetzt ist natürlich noch wichtig, dass wir hier vorne anschließen, wie wir schweißen möchten. Ganz normal Max-Schweißen ist am Pluspol. Man sieht da das schöne dicke Plus und das Massekabel ist ein Minuspol und das Massekabel ist an meinem Schweißtisch und dann kann ich schon anfangen zu schweißen. Da muss man jetzt im Prinzip nicht viel zu sagen. Die Ergebnisse sprechen für sich. Die untere Naht ist mit 40 Ampere geschweißt, die obere dann mit 35 Ampere. Das ist 0,6 mm Blech, also wirklich ein Hauch von nichts. Man hat keine Spritzer hier. Das sieht wirklich gut aus. Es ist ein schöner, sauberer Prozess. Ich habe das auch mal als Kehlnaht geschweißt, zwei Bleche hier zusammengeschweißt. Sieht wirklich auch sehr gut aus. Ebenfalls mit 35 Ampere. Jetzt werden natürlich viele sagen, du hast ein Kupfer untergelegt. Darum habe ich auch noch mal zwei Kehlnähte einfach im Schraubstock geschweißt, dass das Ganze in der Luft ist. Das sieht wirklich auch sehr gut aus. Das ist mit 40 Ampere geschweißt. Hier ist eine Naht mit 35 Ampere geschweißt. Also richtig schöne Dünnblechergebnisse. Jetzt wollen wir natürlich auch noch mal ein bisschen dickeres Material schweißen. Dafür stelle ich das Gerät einfach auf 0,8 mm Draht um, rüste das Gerät auf 0,8 mm Draht um, genauso wie wir das eben gemacht haben. Und dann können wir halt auch ein bisschen dickeres Material problemlos schweißen. Und das macht einfach Spaß und das Ergebnis sieht einfach toll aus. Das ist 3 mm Vierkantrohr mit 2 mm Vierkantrohr, eine schöne Kehlnaht geschweißt. Das Ganze mit 96 Ampere. 96 ist meine Lieblingszahl. Könnt ihr raten, welcher Verein ich Fußballfan bin. Ist aber ein ganz anderes Thema, aber das Gerät schweißt wirklich schön.
wie gesagt, 3 mm mit 2 mm. Angefangen mit dem 0,8er Draht habe ich erstmal mit richtig starkem Material, das muss schon wieder ein bisschen abgekühlt sein. Das ist hier ein 8 mm Material und das hier oben ist ein 3 mm Winkel. Da habe ich die vollen 160 Ampere genommen und da sieht man, man kann hier auch wirklich mit richtig Leistung schweißen und das sieht auch wirklich alles andere als verkehrt aus. Also das Gerät hat definitiv auch die Leistung, die draufsteht. Dann habe ich hier 3 mm mit 2 mm verschweißt, ringsrum eine Kehlnaht geschweißt. Das ist so eine alte Scheibe und da habe ich ringsrum mal eine Kehlnaht geschweißt. Sieht wirklich auch sehr, sehr ordentlich aus. Hier innen habe ich dann auch gleich mal geschweißt. Alles nahezu spritzerfrei, 100% spritzerfrei gibt es beim Max-Schweißen nicht, aber da sind schon wirklich keine Spritzer, die man großartig wahrnimmt oder sieht. Ich habe hier extra nichts nachbearbeitet, nichts nachgebürstet, damit man wirklich die Naht so sieht. Also es sieht wirklich sehr, sehr gut aus, gefällt mir sehr gut, funktioniert sehr gut. Und wie gesagt, man muss nur den 0,8er Draht wählen, ein bisschen mehr Leistung, ein bisschen weniger Leistung und das Gerät schweißt. Ist also wirklich eine extrem simple Sache. Was wir jetzt gemacht haben hier alles, war natürlich alles mit Schutzgas. Und was macht man, wenn man keine Schutzgasflasche hat? Ganz genau, dann nimmt man die Fülldrahtflasche, stellt das Gerät einfach auf Flux um, rüstet den Fülldraht, baut dann hier unten die Masse um. Das heißt, die Masse muss auf Plus und der Dongle hier, der sagt an welchem Pol das Schlauchpaket schweißt, das stellt man ganz einfach um und schon ist das Gerät zum Fülldrahtschweißen gerüstet und dann kann man mit dem Gerät auch ohne Schutzgas schweißen. Und so eine Packung Fülldraht ist hier sogar noch im Lieferumfang enthalten und die rüsten wir jetzt ganz einfach mal. Beim Fülldrahtschweißen habe ich am Anfang 90 Ampere genommen. Das ist natürlich ein bisschen viel für 2 mm Vierkantrohr. Da habe ich auch gleich erstmal ein Loch reingebrannt. Aber das ist natürlich auch kein Problem. Da gehe ich zu dem Gerät ganz einfach, stelle das Gerät auf 75 Ampere ein. Ich habe hier eine Mischverbindung. Das heißt, ich habe einmal 2 mm Vierkantrohr, einmal 3 mm Winkel, einfach aus der Schrottkiste genommen. Und dann nimmt man immer so einen Mittelwert, ungefähr 30 mm pro Millimeter Materialstärke. Das heißt, ich hätte hier unten 60, hätte hier oben 90 Ampere und ein Mittelwert ist 75. Und mit diesem Mittelwert kann man jetzt auch richtig schön schweißen und dann kriegt man hier auch richtig schöne Schweißergebnisse hin. Auch mit Fülldraht, ohne Schutzgas, klappt wirklich auch auf Anhieb. Taucht natürlich auch gleich die Frage auf, kann man mit Fülldraht ohne Schutzgas auch Dünnblech schweißen? Dafür habe ich einfach mal einen 0,6 mm Fülldraht gerüstet. Kann man das Gerät hier auch ganz einfach umstellen auf 0,6 mm Fülldraht. Das Gerät ist auf Flux für Fülldraht und dann reguliert man die Leistung ganz einfach runter. Ich nehme jetzt aus dem Bauch raus mal 30 Ampere. Das ist 0,6 mm Blech und dann können wir hier auch schweißen. Mit dem Fülldraht für Dünnblech, das ist immer so ein bisschen grenzwertig, aber mit einem 0,6er kann man hier auf jeden Fall vernünftige Punkte erstellen. Habe hier die beiden Bleche ganz einfach mal zusammengepunktet, habe hier auch mal eine Naht gezogen, also beim 0,6 mm Blech ist es ein bisschen grenzwertig, aber es funktioniert. Das Gerät hat dafür ein Programm, braucht man auch einfach nur auswählen und dann kann man auch in einem gewissen Rahmen, kann man dann auch damit Dünnblech schweißen ohne Schutzgas. Das funktioniert natürlich mit Schutzgas deutlich, deutlich besser, wenn ihr euch die Ergebnisse anguckt. Aber es funktioniert auch in einem gewissen Rahmen. Das wollte ich natürlich auch noch mal ausprobiert haben. Man sieht an so einem Gerät, wie einfach Schweißen sein kann. Ich habe zusätzlich hier auch noch die Möglichkeit, Elektroden zu schweißen oder sogar eine einfache Wichsschweißfunktion. Zum Elektrodenschweißen habe ich hier auch ein Kabel im Lieferumfang und wenn ich abends das Gerät wegstelle, habe ich sogar noch eine Schutzhaube. Das heißt, dass das Gerät nicht verdreckt, gibt es eine schöne Schutzhaube dazu, habe ich eben auch mal übergezogen. Gerät hört da, hat einen temperaturgesteuerten Lüfter, das heißt, solange ich nicht schweiße, ist der Lüfter aus, es ist schön ruhig in der Werkstatt und erst wenn ich loslege mit dem Schweißen, dann geht ganz vorsichtig der Lüfter an und wenn ich dann wieder aufhöre, kühlt das Gerät wieder ab und dann geht der Lüfter auch wieder aus. Ich lasse auch gern immer die Klappe runterfallen, sieht man, wie schön das Ganze schließt. Das ist auch wirklich ein Qualitätsmerkmal, dass hier oben die Scharniere ordentlich verarbeitet sind, dass diese ganzen Spaltmaße und der Verschluss vernünftig stimmen. Also es ist wirklich ein sehr, sehr ordentlich und sauber verarbeitetes Gerät. Das findet man sonst in dem Preisbereich wirklich wenig. Ich habe unten drunter vernünftige Gummifüße, das heißt, das Gerät steht nicht irgendwo auf dem Gerät an sich so von wegen, sondern sind vernünftige Füße drunter montiert. Ich habe
habe ein sauberes, vernünftiges Display. Also finde ich wirklich ein sehr, sehr schönes, kleines, schnuckliges Gerät. Was man natürlich auch sagen muss, ist eine kleine Handtasche. Da hat natürlich kein Euro-Zentralanschlussplatz. Da ist ein fest verbautes Schlauchpaket. Man hat innen aber 2 Schrauben. Man kann so ein Schlauchpaket trotzdem in Windeseile tauschen. Also ist, denke ich mal, auch kein Problem. Dafür hat man halt ein sehr kleines, sehr, sehr schönes, kompaktes Gerät. So, jetzt habe ich noch ein riesengroßes Problem. Das ist ein Schweißgerät, das macht Schweißen wirklich einfach. Auf der anderen Seite gibt es Geräte, die können wirklich alles. Und so ein Gerät habe ich hier. Das ist ein CTM 250 Puls Pro. Das habe ich mitgenommen, als ich bei Stahlwerk war, als ich den Rico besucht habe. Da ist ja auch ein schönes Video entstanden. Da haben wir das Gerät auch schon mal ausprobiert. Ich wollte das im Dezember eigentlich mit euch zusammen ausprobieren. Ich war den ganzen Dezember krank. Jetzt ist das Gerät schon ausverkauft. Und die nächste Version, die wird noch mal wieder ein bisschen anders sicherlich sein. Darum werde ich das Gerät hier unter allen Kommentaren verlosen. Das ist ein MIG-Max-Schweißgerät mit Puls, mit 4 Rollen Drahtvorschub, mit einem integrierten Plasmaschneider, mit einem WIG-Schweißgerät, das integriert ist, also nicht eine WIG-Funktion, sondern ein richtiges, vollkommenes WIG-Schweißgerät mit einer richtig guten Spot-Funktion und. Also dieses Gerät hat wirklich ohne Ende Funktionen, ist jetzt auch kein Gerät, was irgendwo nur 500 € kostet. Das ist also ein Wert von, ich glaube, 13, 14, 1500 €, ist also wirklich Wahnsinn. Schreibt einen netten Kommentaren. Unter allen Kommentaren werde ich nächsten Sonntag einen per Zufallsgenerator auswählen. Achtet da bitte drauf, dass ihr dann wirklich nächsten Sonntag auch guckt, ob ihr das Gerät gewonnen habt. In diesem Sinne, das Gerät werde ich hier unter dem Video verlinken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, mit diesem Gerät hier rumzuspielen. Bis dann und viel Spaß beim Schweißen. Euer Manni. Gerät verlinke ich in der Beschreibung. Habe ich das schon gesagt? Ich weiß nicht. Bis dann. Ne? Tschüss.